5 Kilometer gebrochen, verstaucht. Wir werden gern für immer jung. Ich habe einfach diesen Camcorder von meiner Oma bekommen und es ist so krass. Es gibt mir so krasse Flashbacks an früher, wo man einfach so Wassereis gegessen hat, im Schwimmbad abgehangen hat. When our children ask us how did we meet, I'm telling them Gen Z love, FYP love, IG love. So hard on the explore page like I need to explore deeper. Suggested accounts that we got mutuals, but you don't fuck with them, me neither. When I'm with you, I get baby fever. Leute, ich bin einfach zu einem Event eingeladen, heute den ganzen Tag, beziehungsweise jetzt gehe ich einfach dahin. Am Heumarkt in Wien ist nämlich so ein Beachvolleyball-Turnier, ich glaube so eine Weltmeisterschaft. Und ich darf jetzt einfach mit so einem Profi ein bisschen zocken, ein bisschen beachen. Ich bin so excited, wie das wird. Finger gebrochen, verstaucht. Ich spielte Drums ein, schrieb die Punchlines in mein Matheheft. Wusste von der allerersten Zeile an, ich schaffe es. Dre Beat im Unterricht, Snack spielen unterm Tisch. 32,10 und die Nikes sind bequem, yeah. Dann waren Sido und Bushido in den Charts. Damals hab ich auf mein allererstes Mikrofon gespart. Mein Direktor hat gemeint, dass er alles besser weiß. Hab gesagt, wenn du so schlau bist, warum bist du dann nicht reich? Yeah, Mann, ich war immer schon die coolste Sau. Alle meinten, such dir doch mal paar Berufe aus. Doch ich wollte kein kleines Stück, ich fress den ganzen Kuchen auf. Und diesen Song zu machen war mein Jugendtraum. Und es geht, Mike, check, yeah, 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 yeah. Mama, ich mach wieder in meinem Kinderzimmer leer. Und es geht Kick, Drum, Snare. Ich will immer mehr. Und es geht, Mike, check, yeah, 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 yeah. Mama, ich mach wieder in meinem Kinderzimmer leer. Und es geht Kick, Drum, Snare. Ich will immer mehr. Ich hab einen scheiß langen Weg hinter mir wie ein Fernfahrer. Von der News in der Juice bis auf Sterncover. Rappte über Dinge, die die Zeitung nicht berichtet. Erzählte meine eigene Geschichte. Wie oft muss ich mir anhören von euch, ich soll aufhören zu träumen. In der Schule lernst du gar nichts außer aufhören zu träumen, yeah. Ich hab nie daran gezweifelt, dass es klappt. Schieb die Zeilen auf ein Blatt und die Scheiße macht mich satt. Es war ein harter Weg, vom ersten Beat zum ersten Straßentape. Guck mich an, Deutschraps Vater lebt. Meine MPC und ich sind ein Sticker. Hip-Hop ist nicht tot, ich bin der lebende Beweis. Und es geht, Mike, check, yeah, 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 yeah. Mama, ich mach wieder in meinem Kinderzimmer leer. Und es geht Kick, Drum, Snare. Ich will immer mehr. Und es geht, Mike, check, yeah, 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 yeah. Mama, ich mach wieder in meinem Kinderzimmer leer. Und es geht Kick, Drum, Snare. Ich will immer mehr. Yeah, ich hab von Schule keinen Plan, doch ich kann nichts dafür. Mein Lehrer war ein Arschloch. Ich war zu high für sein Geschwafel. Ich ging und schrieb mit Edding statt mit Kreide auf die Tafel. Ich sagte, ich werd Rapper, er sagte, lern mal besser. Ich sagte, ich werd Beamer fahren und du fährst deine Vespa. Ich werd die Welt sehen und du wirst da am Pult stehen. Dafür bist du schlau und ich kann nicht mal bis 0 zählen. Kein Plan von BWL, dafür von MPC. Und der rote Zinsstecker ist rechts, MPD. Ich sag meinen Söhnen, es gibt immer was zu lernen. Und jetzt kommt aus ihren Kinderzimmern Lärm. Und es geht, Mike, check, yeah, 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 yeah. Mama, ich mach wieder in meinem Kinderzimmer leer. Und es geht Kick, Drum, Snare. Ich will immer mehr. Und es geht, Mike, check, yeah, 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 yeah. Mama, ich mach wieder in meinem Kinderzimmer leer. Und es geht Kick, Drum, Snare. Ich will immer mehr. Digga, einfach bei Volleyball-Meisterschaft.
Digga, richtiger Volleyball-Fan bin ich geworden jetzt, ey. Mein Blog. Brennhasenfolge. Kranke Stimmung. Gegen Deutschland gewonnen. Aber dritter Platz Chile. Voll die kranke Stimmung. Eigentlich sehr. Norwegen gewinnt. Boah. Ein riesen Dankeschön und alles Gute in Paris. Deutschland wenigstens gegen Weltmeister verloren. Was für Ausreden, man kann nirgends trainieren. Amor la Amos. Der Typ endlich wieder in Wien, endlich wieder richtige gescheite Trainingsgeräte. Okay Leute, das Beste wirklich in der Stadt zu sein ist Outdoor-Training-Session. Also ganz ehrlich, in 3 Wochen werde ich einfach so fit wieder sein. Ungefähr so. Digga, was ist das? 20er-Pack. Digga, der Typ mit seiner Weisheit. Wenn man draußen trainiert, wird man sofort shredded. Digga, alles nur Outdoor-Training, Es ist Zeit für eine Revolution in der Fitnessbranche. Also vor 5, 6 Jahren haben wir alle schön 10 Kilo hochgedrückt, weil Masse so in geworden ist. Aber es ist jetzt wieder Zeit, die Masse runterzukriegen. Sin is in, Bruder. Sin is in. Schaut euch das an. Ja, einfach in geisteskranker Form. Und das nur durch Outdoor-Training, Leute. Ich sag's euch, es gibt nichts Besseres, als so Outdoor zu trainieren. Also ich habe jetzt hier so ein Set, ich kann es euch ja mal vorstellen, in meiner Minute Pause. Mein Training ist jetzt donnerstags, HIIT-Programm, 20 Minuten insgesamt. Das HIIT-Training, 1 Minute Burpees, 1 Minute Mountain Climbers, 1 Minute Jump Squats, 1 Minute Plank und dann immer 1 Minute Pause, danach wieder 4-mal das Ganze wiederholen. Das heißt, auf geht's. Leute, das ist einfach so krass, ey, damit wird man einfach so geistkrank fit. Und das innerhalb von 3 Wochen, ich sag's euch. In 3 Wochen werdet ihr mich einfach nicht mehr wiedererkennen. Ja, was für delivern? Du musst delivern, Bro. Was du deinen Fans hier versprichst, Digga, ist so. musst du delivern. In 3 Wochen shredded bist. Digga, ist so. Deswegen nehme ich das einfach alles auf, weil dann ist immer so, sobald man was runterschreibt oder was erzählt, dann muss man einfach durchziehen. Und deswegen ziehen wir jetzt gemeinsam durch. Ist so. Soll ich den Trainingsplan euch allen mal schicken? Dann schafft ihr es auch in 3 Wochen fit zu werden. 100%ig. Der geht doch. Easy, Bro. Double Lunge. Ja, wie geht das? Tick, tick. Nicht mit dem Mund, mit den Beinen. Mal sehen, wie das von der Seite ausschaut. Das sind halt die Fußballerbeine, gell? Und das nach 10 Kilometern laufen. Oh, fuck, ist das anstrengend. Brennt. Ja, fucking Spike Push-Ups, nächste. Sowas kriegst du nicht im Club heute. So schaut ein Ghetto-Set aus. Digga, du hast mich wieder motiviert. Wir haben gesagt, 3 Wochen fit sein. Wir haben hier einfach bestes Training überhaupt rausgearbeitet. Leute, ich sag's euch, in 3 Wochen Kante. Nee, nicht Kante, weil Kante wäre breit. Lean ist fuck. Shredding. Diese Übung, Digga, ist so krass. Ja! Das ganze Training bringt natürlich nichts, wenn die Haare immer noch so aussehen, dann ist Aura einfach auf minus 1000. Aus dem Grund wird es wieder Zeit, ihr wisst schon Bescheid. Uiuiuiui. Der Mensch, der am schwierigsten zu erreichen ist in diesem ganzen Land. Hi guys! What's up? Jeder hat die Stress, ne? Ich weiß nicht wie. Aura endlich wieder da. Aura 3500. Haare sind gelegt. Heute einfach Shooting für Billa. So verrückt, ey. Manchmal ist das Leben echt verrückt. Ich habe eigentlich geplant, nicht so viel zu shooten, aber ich bin jetzt einfach die ganze Woche am Shooten und irgendwie nur essen. Einfach euer Lieblings-Food-Fotograf ist zurück.
Damit hat übrigens alles angefangen. Ja, viel ist auf jeden Fall angefangen. Einfach mit Essen und jetzt mich aber zurück wieder Essen fotografieren und Videos machen. Und das ist irgendwie so ein Teil, den voll viele Leute gar nicht mitbekommen normalerweise, dass ich ja eigentlich extrem viel shoote, aber nicht auf Instagram hochlade oder auf YouTube hochlade, sondern alles so für die Agentur läuft. Ich versuche da auf jeden Fall noch mehr Einblicke zu geben, damit ihr wirklich sehen könnt, was alles so abgeht. Man schafft, so viel zu reisen und so viel unterwegs zu sein, weil da steckt natürlich viel, viel mehr hinter, als ihr meistens denkt. Ein riesen Teil, den ich jedes Mal wieder so krass fühle, wenn ich in Wien bin, ist, dass mein Leben so voll außer Kontrolle ist. Also zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich in Wien bin, dann schaffe ich irgendwie nichts, dann mache ich die ganze Zeit nur so Kleinigkeiten und alles ist so richtig konfus. Und aus dem Grund versuche ich jetzt irgendwie so ein bisschen meine Sachen wieder zu minimieren. Zumindest das, was ich alles mit mir rumschleppe, weil hier ist einfach Chaos. Egal wo ich ankomme, ist es immer direkt Chaos und aus dem Grund freue ich mich extrem, dass ich dieses Paket bekommen habe. Ich habe einfach so eine Captain Suncoop gecheckt für Instagram und die haben mir 2 so riesen Rucksäcke geschickt und ich versuche jetzt einfach alles in diesen Rucksack und in diesen Rucksack und in dieses Ding für die nächsten Wochen zu packen und damit nur noch zu reisen. Das heißt, alles was darin reingeht, das kann ich mitnehmen auf meine Reisen auf Zakynthos, Kreta oder wo es sonst noch hingeht. Ich weiß es noch gar nicht. Und ich hoffe, dadurch habe ich ein bisschen mehr Struktur in meinem Leben. Weniger um mich rum und mehr hier oben fokussiert. Was habt ihr gedacht? Alles nur ein Joke? Nein. 5 Kilometer. So wird jetzt immer in den Morgen gestartet. 3-mal die Woche. Auf gemütlich. Auf gemütlich. Eine Ringrunde. Wow. Falls ihr nicht laufen gehen wollt, geht zu Fameboxing. Genauso gut. Macht auch Power. Ich sage euch, wie es ist. Vor ungefähr 3 Wochen wäre das hier nicht möglich gewesen. Aber jetzt nichts leichter als das. Schön 5 Kilometer zum Frühstück auf leerem Magen, Kaffee reingefetzt. Also bei aller Liebe hättest du da nichts raus. Okay, dieses Eis musste einfach sein, ey. Dieses Tichy-Eis, ich weiß nicht, wer da noch nie war in Wien. Es ist einfach das beste Eis der Stadt. Es ist so geisteskrank, die Schlange ist auch immer so lang. Aber es ist definitiv wert. Ich sitze jetzt ein bisschen noch am Edit und mache jetzt mal so das Vlog-Video fertig, aber auch noch 2, 3 andere Projekte, die ich jetzt die ganze Woche geshootet habe. Es ist jetzt eigentlich schon 22:30 Uhr, also sehr spät für Arbeitssession. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mein Leben jetzt noch nicht so krass unter Kontrolle gebracht, wie ich eigentlich geplant hatte diese Woche. Deswegen arbeite ich jetzt ganz gerne die Nachtsession ein bisschen durch. Und vielleicht ist es jetzt auch einfach Zeit für so ein bisschen anderen Rhythmus, dass man abends, wenn es ein bisschen kühler wird, anfängt zu arbeiten und tagsüber die Sonne ein bisschen genießt. Ich weiß noch nicht so genau, wie der beste Rhythmus wird. Das werde ich jetzt hoffentlich nächste Woche in Zakynthos sehen, weil da geht es nochmal richtig ab. Und falls ihr trotzdem irgendwie Bock habt, euch mal ein Video anzuschauen, wie man sein Leben gut unter Kontrolle bringt, hier habe ich ein anderes für euch verlinkt. Da habe ich das schon mal gemacht und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Aber ja, als Traveler ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, meine Form kommt, Fitness kommt und alles andere müssen wir dann natürlich schauen und gucken, was sich so ergibt. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, weiter zu vloggen. Und ja, es wird ein richtig geiler Sommer noch. Also ich bin hyped as fuck. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwo sehen. Zumindest die Leute, die wirklich diese YouTube-Videos schauen. Weil, Leute, dann kann man auch mal sowas zusammen machen. Weil es ist einfach so. So ist einfach das Prinzip von YouTube. Ich finde, YouTube ist so ein Community-Ding. Ich habe alles auf Community ausgelegt bei diesen ganzen Sachen, die ich filme. Und ja, das ist die Idee.
Ich kann gar nicht sagen, was noch alles passiert. Der nächste Monat wird einfach krank. Also bleibt auf jeden Fall dran und abonniert den Kanal.